Die Notenbanken haben den Kampf gegen die Inflation aufgenommen und damit hat sich auch die Achterbahnfahrt an den Kapitalmärkten fortgesetzt. Herzlich willkommen zu unseren Quartalssplittern. Mein Name ist Tobias Schaffhöhner und ich unterhalte mich mit Bert Flossbach. Bert, 10% Inflation in der Eurozone. Wie konnte das passieren? Ja, ich glaube, das fragen sich vor allen Dingen die Notenbanken, die ja noch vor einem Jahr davon ausgingen, zumindest die EZB, dass die ganze Geschichte sehr vorübergehend ist. Das liegt aber an der, glaube ich, auch schon etwas vorher erkennbaren Natur der Inflation, denn die ist nicht die typische Boom-Inflation, tolle Wirtschaft, überbordende Konjunktur, dann steigen die Preise, sondern das liegt natürlich an den Nachwirkungen auch der Pandemie. Zum einen hatten wir diese Riesenschecks, die verteilt wurden, vor allem in Amerika, die also sehr viel Geld unter die Leute brachten. Dann einen gewissen Rückstau bei den Ausgabemöglichkeiten, der sich dann entfaltet hat im Jahr 2021. Und dann natürlich auch diese Lieferketten-Thematik, die durch die Pandemie hervorgerufen wurde, Abbau auch von Produktionskapazitäten. Und nicht zuletzt die zwei Faktoren, die dann dieses Jahr eine große Rolle spielen. Zum einen der Krieg in der Ukraine mit der nochmal verschärften Energiesituation. Und auch die permanenten Lockdowns, die wir in China sehen, die immer wieder dazu führen, dass die ein oder anderen Produkte, die dringend irgendwo benötigt werden, fehlen. Und dann auch diese Lieferkettenproblematik hervorrufen, die ihrerseits eben für diese hohen Preise, gerade auf Ebene der Erzeugerpreise, die wir noch gar nicht final bei den Endkunden sehen, herbeigeführt haben. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, eine sehr ungewöhnliche Inflation. Und deswegen haben wir jetzt Inflationsraten, von denen wir wahrscheinlich vor 1,5 Jahren noch nicht mal zu träumen wagten. Du hast die Konsumschecks angesprochen in der Pandemie. Diese lockere Fiskalpolitik haben wir jetzt eigentlich immer noch. Also der Staat möchte ja irgendwie dafür sorgen, dass genug Geld in den Taschen bleibt. Kann die Geldpolitik so überhaupt die Konjunktur und damit die Inflation bremsen? Ja, das ist genau der Punkt und der zeigt auch, wie speziell diese Situation ist. Nicht? Zum einen haben wir hohe Inflationsraten aus verschiedenen Gründen. Die führen jetzt im Bereich der Energie dazu, dass bestimmte, vor allem weniger gut verdienende Haushalte extrem belastet werden. Da muss der Staat was tun. Gleichzeitig führen solche Programme aber auch natürlich wieder dazu, dass die Leute, ähnlich wie beim Helikoptergeld, mehr Geld in den Taschen oder auf dem Konto haben oder haben werden oder zumindest nicht so viel weniger, wie sie hätten, wenn die Inflation hoch ist. Das heißt, im Grunde genommen konterkariert die Fiskalpolitik, also die staatlichen Ausgabeprogramme, konterkarieren oder erschweren zumindest der Notenbank oder den Notenbanken die Möglichkeit, durch steigende Zinsen das allgemeine Preisniveau zu drücken. Denn man muss das ja so sehen, wenn ich jetzt nicht so sehr den Gürtel enger schnallen muss, wie ich das vorher dachte, weil ich eben diese Zuwendung bekomme, dann habe ich auch wieder mehr Geld für andere Dinge, wo dann die Preise nicht entsprechend fallen bzw. eher weiter steigen können, also mehr Kaufkraft in der Bevölkerung. Und das wirkt so ein bisschen gegenläufig. Die Notenbanken versuchen natürlich trotzdem zu bremsen. Eine Ausnahme prominent jetzt wieder mal im turbulenten Vereinigten Königreich. Also eine sehr unkonventionelle Fiskalpolitik wurde angekündigt. Daraufhin Pensionsfonds, die etwas in Schieflage zu geraten drohten und die Bank of England, die sofort wieder umgesteuert hat. Ist das eine Blaupause für Eurozone und USA? Also England ist ein sehr interessanter Fall. Ich weiß nicht, ob alle das so mitbekommen haben. England war ja dabei oder UK dabei aus dem Quantitative Easing, also dem Ankauf von Staatsanleihen auszusteigen und in einen Verkauf von Staatsanleihen zurück an den Markt, also eine Normalisierung der Geldpolitik herbeizuführen. Das war alles sozusagen gut geplant. Die Zinsen wurden auch angehoben auf 2,25%, angesichts von 10% Inflation auch nicht unbedingt viel. Und dann kam dieses komische, nicht durchdachte und auch nicht gegenfinanzierte Paket der Regierung, das eben diesen Gießkanneneffekt hatte. Nicht das, was ich auch gerade meinte bei diesen Energieschecks. Hier wollte man dann durch Steuersenkungen, die aber in der Breite und damit vor allen Dingen auch obere Einkommensbereiche besonders bevorzugt hätten, wollte man die Wirtschaft ankurbeln, so ein bisschen Maggie Thatcher-like, was durchaus Sinn machen kann in bestimmten Phasen, aber in der Phase, in der wir jetzt sind, eben nicht. Der Markt war schockiert. Milliarden neuer Schulden ohne irgendeine Finanzierung, also muss der Staat Schulden
aufnehmen, sprich Bonds oder Anleihen emittieren. Gleichzeitig wollte die Notenbanken aber diese Anleihen, die sie selber hält, vorher aufgekauft hat, zurück in den Markt geben. Das heißt, von beiden Seiten massives Angebot und das Ergebnis ist dann fällt bekanntlich der Preis. Was bei Anleihen bedeutet, dann steigen die Renditen. Und die stiegen so stark, das ging Richtung 5% bei langlaufenden Gilts, so heißen die Staatspapiere da in England, bei langlaufenden Gilts 5%, von nicht vor allzu langer Zeit 2%, 1,5%. Und das war so schnell, dass natürlich die Preise dieser langlaufenden Bonds dann kollabieren, im Extremfall 50, 60 und mehr Prozent. Und diese Titel werden auch als Sicherheit verwandt. Also das ist nicht nur ein Problem der Pensionskassen, die die Ware halten und jetzt plötzlich sehen, wie ihre ach so konservativen, langlaufenden Staatspapiere sich mehr als halbieren, sondern auch viele Marktteilnehmer, die verwenden solche Papiere als Sicherheit für andere Investments, die sie tätigen. Und wenn dann diese Sicherheit sich halbiert im Wert, dann muss man nachschießen. Und daraufhin haben ja dann die Pensionskassen angerufen beim Finanzminister und gesagt, hier läuft irgendwas völlig schief, respektive bei der Notenbank. Die Notenbank hat dann interveniert und hat sich im Prinzip um 180 Grad gedreht, also nicht mehr Verkauf von Anleihen, sondern wir kaufen jetzt wieder Anleihen zurück. Das hat den Markt erstmal beruhigt, dann aber jetzt in den letzten Tagen hat sich dieser Druck nach oben bei den Renditen, bei den Zinsen für solche Papiere wieder erhöht. Und ob das, auf deine Frage zu kommen, ob das jetzt eine Blaupause ist, also wir sehen hier im gewissen Sinne nein, weil der Grund dafür diese relativ undurchdachte Maßnahme der Regierung war, dieses sogenannte Mini-Budget. Deswegen keine Blaupause im klassischen Sinne. Was das Beispiel England aber zeigt, ist, dass natürlich, wenn die Fiskalpolitik, also die Staaten, mit massiven Unterstützungen, vor allen Dingen, wenn die in die Breite wirken und nicht nur gezielt diejenigen betreffen, die besonders negativ von den Energiepreisentwicklungen betroffen sind, dann droht die Politik der Staaten, die Arbeit der Notenbanken deutlich zu erschweren, möglicherweise sogar komplett zu konterkarieren. Das ist eine Sorge, die die FED noch nicht haben muss bisher. Wir haben vor 3 Monaten schon darüber gesprochen, dass Jay Powell Paul Volcker als sein Vorbild mehrfach genannt hat. Hat sich da deine Wahrnehmung verändert, dass das eher ein unerreichtes Vorbild bleiben wird? Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst vor 3 Monaten, weil in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert. Wir hatten diese Konferenz in Jackson Hole, wo der US-Notenbankchef Powell dann auch klar und deutlich nochmal sein Vorbild, Powell, ich drücke es jetzt mal deutsch aus, Volcker, zitiert hat, der in den frühen 80er Jahren die Zinsen ja dramatisch nach oben geführt hat, auf bis zu 20%, um der Inflation den Nacken zu brechen. Und er hat damals riskiert, dass eine große Rezession kommt, die für sich betrachtet überhaupt kein Problem ist. Die gibt es immer wieder mal, das ist eine bereinigende Wirkung, die dann einsetzt. Aber damals war die Situation völlig anders, relativ niedrige Verschuldung. Man konnte das relativ problemlos machen und die Inflation hatte auch etwas andere Ursachen. Auch damals Energie, aber eben nicht in dem Ausmaß wie jetzt. Und es gab diese Lieferketten-Thematik zum Beispiel auch nicht. Und insofern ist dieser Verweis auf Paul Volcker, den Jerome Powell immer wieder gemacht hat, interessant. Und er hat ihn auch noch zweimal wiederholt, zuletzt bei der letzten Zinserhöhung und gesagt, wir müssen die Sache so weit durchziehen, bis der Job erledigt, sprich die Inflation gedrückt ist. So, erst dann können wir aufhören oder sogar noch einen Schritt weiter gehen, gesagt, selbst wenn die Inflation ein bisschen zurückkommt, dürfen wir nicht, wie das in den 70er Jahren passiert ist, sofort wieder den Fuß von der Bremse nehmen, sondern wir müssen weiter die Zinsen hochhalten, bis die Inflation wirklich besiegt ist. Und wenn man den Anfang unserer Diskussion nochmal in Erinnerung führt, die Gründe und die Ursachen der Inflation sind eben andere als damals. Und deswegen würde ich sagen, er wird das versuchen, solange es geht, aber er stößt dann zwangsläufig an Grenzen und diese Grenzen haben wir ja so als, sagen wir mal, Kollateralschäden bezeichnet, die sich links und rechts dann auftun. Ja.
Es scheint relativ einfach zu sein, auch im Moment da relativ harte Geldpolitik zu machen. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin bombenfest. Das freut auch den Aktienmarkt dann interessanterweise gar nicht. Ist das ein Risiko, dass dieser nachlaufende Arbeitsmarkt erst reagiert, wenn die FED schon viel zu weit gelaufen ist mit den Zinsen? Ja, das ist eine interessante Situation mit dem Arbeitsmarkt. Witzigerweise, wir hatten letzte Woche Zahlen. Das zeigt, wie ungewöhnlich die Märkte dann reagieren. Die waren sehr gut, also viele neue Jobs, Arbeitslosigkeit weiter auf Rekordtief. Also relativ fest alles, 10 Millionen offene Stellen bei 5, 6 Millionen Arbeitslosen. Also ein sehr großer Überhang an offenen Jobangeboten bei gleichzeitig hohem Lohndruck nach oben. Und das ist natürlich eine Situation, die für einen Notenbankchef, der normalerweise Angst haben muss, dass, wenn er die Zinsen hochtreibt, die Konjunktur abwirkt und dann die Arbeitslosigkeit stark steigt, dass ihm dann sozusagen sehr viel Kritik entgegenschallt und dass er dann die Nummer nicht so durchziehen kann, wie er das vielleicht ursprünglich gedacht hat. Das ist jetzt kein Problem. Also von der Seite her kann Jay Powell im Grunde genommen erstmal machen, was er will. Der Arbeitsmarkt ist so feste und es gibt so viele offene Stellen, dass nicht absehbar ist, dass von der Seite irgendwo Probleme und Grenzen aufkommen. Aber, und das ist jetzt wieder der entscheidende Punkt, bevor dieser Punkt erreicht ist, also bevor der Arbeitsmarkt wirklich leidet, bevor auch, glaube ich, die Nachfrage runterkommt, und das will ja die Notenbank, die Nachfrage durch höhere Zinsen so weit drücken, dass der Preisdruck, also die steigenden Preise und die hohen Inflationsraten nachgeben. So, das ist Ziel der ganzen Geschichte. Und jetzt muss man sich eben fragen, wie hoch muss man die Zinsen treiben, damit dieser Effekt einsetzt. In der Vergangenheit war das immer ein Niveau, wo der Realzins positiv war, also wo die Zinsen über der Inflation lagen. Und das mag man sich jetzt gar nicht ausdenken oder ausrechnen, wo das wäre. Und so hoch kann zumindest beim derzeitigen Inflationsniveau natürlich kein Notenbankpräsident der Welt die Zinsen anheben. Du hast gerade schon die Kollateralschäden erwähnt, die natürlich trotzdem irgendwo sichtbar werden dürften. Der Immobilienmarkt, ein Klassiker, die 30-jährigen Hypotheken in den USA kratzen an der 7%-Marke. Da drängt sich wieder so die Parallele zur Finanzkrise auf. Ist das was, wo man genau hingucken muss, was Sorgen macht, oder ist die Situation eine andere? Nein, man muss schon da hingucken. Der Unterschied ist, bei der Finanzkrise fing die Nummer eigentlich im Banken- oder im Finanzsektor an. Da ging alles los. Jetzt ist es so, dass die Banken verhältnismäßig solide dastehen, dass auch die Immobilienfinanzierung ganz anderer Natur sind als damals, viel länger laufende Hypotheken, dass oft auch sehr viel mehr Eigenkapital erforderlich ist, sodass also der Markt als solches da nicht wackelt. Aber natürlich ist der Zinsanstieg jetzt so schnell in dem Bereich und so scharf bei Hypothekenanleihen, die auch viel stärker gestiegen sind als normale Anleihen, dass also die Hypothekenkredite momentan 7, sprachst du an, in England sind wir jetzt bei 6 und in England werden die in der Regel kurzfristig 2 Jahre, maximal 5 Jahre finanziert. Also da ist jetzt jede Refinanzierung, die jetzt stattfindet, tut weh. Das heißt, der Immobilienmarkt kommt zum Erliegen, das sehen wir auch hier in Deutschland. Also Neubauten oder Neubaugenehmigungen gehen schon stark zurück, Transaktionen noch stärker. Da werden auch natürlich irgendwann die Grunderwerbsteuern von betroffen sein. Und das fällt jetzt relativ stark runter. Man wird wahrscheinlich dann auch Mitte nächsten Jahres wieder sehr viel einfache Handwerker bekommen. Auch da wird sich die Situation dann entschärfen. Aber im Umkehrschluss heißt das natürlich ein erheblicher Druck auf die Immobilienbranche. Noch aber nicht in der Form, dass man wirklich von einer Finanzkrise sprechen muss. Die aber, und das sind eben Kollateralschäden, wie wir sie bei den britischen Staatspapieren gesehen haben, kommen können, wenn das so weitergeht. Und was uns allen natürlich einfällt als erstes ist die Eurozone, die ja viel fragiler ist als der US-amerikanische Markt. $1, eine Notenbank. Wir haben 1 Euro und auch eine Notenbank, eine EZB, aber natürlich viele regionale oder nationale Notenbanken. Und da fallen uns natürlich die Italiener ein, die mit knapp 5% jetzt ein Zinsniveau erreicht haben, wo das auch dann langsam für den italienischen Haushalt ein Problem werden könnte. Vor allen Dingen aber auch,
für das Finanzsystem, wenn italienische Staatspapiere derart unter Druck kommen, dass die Renditen durch die Decke gehen und dann natürlich auch Kollateralschäden im gesamten Finanzsystem entstehen können. Das heißt, eine mögliche Kehrtwende der EZB ist naheliegender als der FED? Die EZB läuft ja massiv hinterher. Wir sind jetzt bei 0,75 Einlagenzins. Wenn man den Kreditzins nimmt, der ist 1,25, nicht, zu dem die Banken sich Geld leihen können, den man eigentlich vergleichen müsste. Aber der liegt weit unter dem Niveau der Amerikaner. Da wird jetzt was kommen. Das ist ja auch von der EZB mehr oder weniger schon indirekt angekündigt. Ob das jetzt bei 2%, 2,5% oder vielleicht sogar bei 3% Schluss macht, wird man dann sehen, was auf dem Weg dorthin passiert. Aber für die EZB ist die Situation, das haben wir immer wieder schon betont, ungleich schwerer. Und jetzt kommt eben dummerweise so viel Druck ins System durch diese A-Inflation, B durch die Zinsanstiege auch außerhalb der Eurozone, dass sich die Arbeit für die EZB jetzt noch dramatisch erschweren wird jetzt in der näheren Zukunft. Wir haben über Risiken gesprochen, aber wir können auch die positive Seite der Inflation in den Blick nehmen. Ja. Steigende Preise bedeuten eben auch steigende Umsätze, im besten Fall steigende Gewinne, es sei denn, eine Rezession zerhagelt uns die Gewinne komplett. Ist das realistisch oder unwahrscheinlich? Der Punkt ist sehr speziell in der Phase, in der wir uns jetzt bewegen, weil wir erstmals seit, ich will nicht sagen Menschengedenken, aber seit langer Zeit, im Grunde genommen seit den 70er, 80er Jahren in der Situation sind, wo eine schlechte Konjunktur, die definieren wir immer real, also kein Wachstum, null Wachstum, sagen wir mal real, trotzdem eine extrem gute Wirtschaft bedeuten kann, wenn man es nominal betrachtet. Also so, wie wir das immer tun, wenn wir über Mieteinnahmen, über Löhne, über Gewinne oder über Aktienkurse sprechen. So kann es also sein, dass wir voraussichtlich im 4. Quartal 1 Billion Bruttosozial- oder Bruttoinlandsprodukt in Deutschland haben. Das ist ein neuer Rekord, gut 8% höher als letztes Jahr und nicht 1, wie das reale Wirtschaftswachstum ist. Und das muss man insofern im Hinterkopf halten, als dass letztlich ja alles erstmal nominal gemessen wird. Dann kann man immer noch die Inflation abziehen, so wie wir es ja auch bei den Zinsen tun, wo wir im Übrigen ja jetzt den tiefsten Realzins aller Zeiten haben, durch die hohe Inflationsrate, bei weitem nicht so stark gestiegene Nominalzinsen. Und auf der Unternehmensseite bedeutet das, dass die höheren Preise natürlich die Umsätze auch stark steigen lassen, nicht? Sonst hätten wir auch nicht dieses Wirtschaftswachstum nominal. Und dass mit einer gewissen Verzögerung die Margen eigentlich auch wieder gleich gehalten werden können, in einigen Bereichen sogar steigen, bei anderen Firmen vielleicht auch fallen, aber auch die Gewinne steigen. Das heißt, steigende Umsätze durch die Inflation, auch steigende Gewinne. Und das ist exakt das, was wir in den 70er Jahren gesehen haben, dass sowohl das Bruttoinlandsprodukt als auch die Umsätze, als auch die Gewinne in Phasen niedrigen Wirtschaftswachstums stark steigen, wenn man es nominal betrachtet. Nominal steigende Unternehmensgewinne, das ist nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz sind die Aktienbewertungen ja ein ganzes Stück weit zurückgekommen. Da stellt sich die banale Frage, was ist da jetzt eingepreist? Ja, wenn man auf die 70er nochmal zurückkommt. Die 70er waren ja eine Phase, wo, wie ich gerade sagte, 9% war der Inflationsdurchschnitt, 10% sind die Gewinne gewachsen in den USA über so eine 10-jährige Phase 72, 82. Aber die Aktienkurse sind nicht gestiegen. Und das ist ja im Prinzip, was du gerade ansprichst. Der Grund dafür war, dass die Zinsen extrem hochgegangen sind und auch der Realzins positiv war. Und dass bei in der Spitze 15% Zins oder Rendite für 10-jährige Papiere in Amerika im Durchschnitt der Zeit zweistellige Renditen, um die 10%, natürlich die Bewertung von allem, nicht nur von Aktien, auch von Immobilien, stark leidet. Nicht, wenn ich 9%, 10% bekomme für sichere Papiere, dann erwarte ich schon ein bisschen mehr bei Aktien, sprich, dann kommt die Bewertung der Gewinne stark runter. Und ich kaufe ja nicht die Gewinne der Firmen, sondern ich kaufe die Bewertung der Gewinne, also ein Vielfaches der Gewinne. Und das war anfangs dieser Phase fast 20 und am Ende dieser Phase nur noch 8, übertragbar auch auf Mietmultiplikatoren und so weiter. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Bewertung
sagen wir mal, ein Durchschnittsniveau der letzten 20 Jahre in etwa erreicht hat. Wenn man den US-Markt nimmt, ungefähr 16. Beim DAX würde ich aufpassen, der ist sehr stark konzentriert auf einige wenige Bereiche. Da ist es mit 10 noch weitaus geringer, also 10-fache der Gewinne. 16 mal der US-Markt, der im historischen Kontext auch in etwa in dieser Größenordnung zwischen Tiefe 20 und vielleicht 12, 13 bewertet war. Also der Markt preist damit schon ein, dass wir einen Gewinnrückgang bekommen werden, was in Amerika auch durch den starken Dollar denkbar ist. Die Exportfirmen leiden natürlich unter dem starken Dollar. Also dass da ein Gewinnrückgang kommt, aber auch eine Rezession einsetzen könnte, die die Gewinne dann im nächsten Jahr drückt. Das ist zunehmend eigentlich in dem Preisniveau oder dem Bewertungsniveau, was wir in Amerika haben, schon drin. Das ist, würde ich mal sagen, die gute News. Was noch nicht drin ist, wäre eine scharfe Rezession, wie wir sie in der Finanzkrise erlebt haben, wo die Gewinne um ein Viertel fielen. Dann wären wir wahrscheinlich auf einem Niveau, wenn man die Bewertung, eine realistische Bewertung zugrunde legt, das vom Kurs her etwa Ende 2019 liegt. Also da hätten wir nochmal 10% Luft in den Kursen nach unten. Als präzise Prognose? Ja, man sollte, ich würde sagen, man sollte immer aufpassen mit präzisen Prognosen. Das ist ja insofern abgeleitet aus dem, was drin ist. Und mit der Prämisse, dass die Bewertung analog zu früheren Zeiten basierend auf einem 25% tieferen Gewinn dann zu einem Ergebnis kommt, das irgendwo interessanterweise auf dem Kursniveau liegt, wo wir vor knapp 3 Jahren waren, was eben nochmal gut 10% unter dem aktuellen Niveau liegt, dann wäre aber schon eine sehr scharfe Gewinnrezession eingepreist. Also insofern hat man ungefähr eine Idee, wie weit es noch fällt. Und natürlich ist es am Ende vom Tag auch sehr unterschiedlich wieder von Branche zu Branche. Und wir kaufen ja nicht den Gesamtmarkt, sondern wir konzentrieren uns ja dann auf einzelne Unternehmen, von denen inzwischen doch einige schon Niveaus erreicht haben, also die Aktien, wo man sagen kann, das wird jetzt sehr interessant. Also das Chancen-Risiko-Verhältnis ist nach den scharfen Rückgängen, die wir jetzt gesehen haben, sehr viel besser, als es noch vor 6 Monaten war. Und natürlich können Überraschungen auch auf der positiven Seite passieren im Umfeld, was dann relativ schnell auch wieder zu einer Trendumkehr führen könnte. Ja. Du hast die Zinsniveaus der 70er erwähnt, da sind wir natürlich nicht annähernd. Trotzdem, mittlere einstellige Renditen sind nicht mehr unrealistisch. Ist das auch schon attraktiv? Das hängt natürlich von der Inflationserwartung ab oder noch zu früh im Anleihenmarkt wieder aktiv zu werden. Das ist vielleicht der größte Unterschied zu vor 3 Monaten, also als wir zuletzt hier zusammensaßen. Wir haben jetzt inzwischen Renditeniveaus erreicht, die bei, ich sage jetzt mal, Papieren ordentlicher Bonität, Investmentgrad, unterste Stufe des Investment-Grade-Ratings, aber immerhin solide Bonität, 7, 8% erreichen. Das sind dann teilweise Hybridanleihen, von denen aber die Emittenten ausgehen, oder wovon wir ausgehen dürfen, dass die Emittenten die abrufen. Das ist oft erst schon in 3, 4, 5, 7, 8 Jahren. Also das sind keine ewig laufenden Anleihen. Und da sind Renditen von 7 bis 8% erzielbar. Bei klassischen Corporate Bonds auch allmählich. Da geht das je nach Qualität so Richtung 5%. Und ich würde mal als Arbeitshypothese oder Daumenregel zugrunde liegen, wenn ich Zinsen bekomme per Fälligkeit und die nicht erst in 100 Jahren ist, per Fälligkeit, die so hoch sind, dass ich erwarten darf, dass ich die Inflationsrate, auch wenn sie relativ hoch bleibt, bei 5, 6% locker abgedeckt habe und vielleicht sogar darüber hinaus noch einen realen Ertrag erziele, dann ist das Chancen-Risiko-Verhältnis auch dort sehr attraktiv. Und das ist jetzt gegeben. Wie gesagt, erst in Nischen, in Teilsegmenten des Bondmarkts, aber da sehen wir das. Und da haben wir auch begonnen, Papiere signifikanter aufzustocken. Und der zweite Sektor ist vielleicht sind die inflationsindexierten Anleihen, wo man also einen garantierten Realzins, staatsgarantierten Realzins bekommt. Der ist in der Eurozone noch 0, bezogen auf Bunds. In Amerika liegt er aber bei 1,5 bis knapp 2%, sodass man auch da erste Käufe tätigen könnte oder kann. Und das Chancen-Risiko-Verhältnis sich bei Bonds erstmals seit vielen Jahren auch wieder attraktiver darstellt.
Ja, wir sind definitiv nicht in einer euphorischen Phase am Markt im Moment. Die Schwankungen sind extrem. Was würdest du Anlegern in diesem Umfeld raten? Ja, zunächst einmal ist die Feststellung, dass wir nicht in einer euphorischen Phase sind, glaube ich, etwas untertrieben noch. Also wir sind in einer sehr pessimistischen Phase. Wir sehen das jetzt auch zunehmend an den Marktpreisen. Das ist eigentlich schon mal positiv. Also wir sind nicht in einer Phase der Sorglosigkeit, geschweige denn Euphorie. Das ist positiv zu werten. Und was sich ja auch jetzt gezeigt hat, wenn man zurückschaut, ist Diversifikation. Nicht viele Investoren, die vermeintlich sicher unterwegs waren, wundern sich jetzt über 15 oder 20% Kurseinbrüche bei vermeintlich sicheren Staatspapieren. Das heißt, selbst für extrem konservative Anleger gilt immer das Postulat der Diversifikation. Das gilt dann auch natürlich innerhalb des Aktienbereichs, dass man jetzt nicht nur in eine Richtung geht und die vermeintlichen Highflyer aus dem Tech-Sektor an Bord hat, 50, 60, 70, 80% Minus in diesem Jahr. Das gilt aber auch nach vorne gucken, dass man natürlich nicht nur in den Dingen investiert ist, die jetzt in den letzten Monaten gut gelaufen sind oder die der sichere Hafen waren wie Kasse, die ja durch die Inflation auch zunehmend an Kaufkraft verliert, oder ultradefensiven Aktien, die sich gut gehalten haben, oder Energietiteln, die gut gelaufen sind, weil nach vorne guckend sich da auch wieder das Blatt wenden wird und deswegen ist diese Diversifikation innerhalb des Portfolios und Aktienbereichs wahrscheinlich das wichtigste Postulat. Schulden, Vorsicht, nicht? Das ist für uns kein Thema, aber für jeden Investor, der sollte sich genau überlegen, ob er fremdfinanzierte Investitionen wirklich auch refinanzieren kann, wenn der Punkt kommt. Das sehen wir jetzt bei Firmen, nehmen wir den Immobilienbereich, wo jetzt die Hütte brennt, nicht? Wenn ich jetzt auslaufende Kredite habe. Das ist ein Thema. Und die Bewertungsseite, die für Investoren, also da spiegelt sich diese Euphorie ja letztlich dann wieder, wenn die Bewertung überbordet. Aber auch wenn sie extrem niedrig ist, würde ich sagen, ist das Pendel jetzt definitiv schon weit weg von überbordend und geht Richtung niedrig. Den genauen Zeitpunkt werden wir nicht finden, den findet keiner. Aber es ist sicherlich langsam an der Zeit, gezielt mal Ausschau zu halten nach sehr attraktiven Opportunitäten. Und wir haben das getan und auch selektiv die Aktien in dem Bereich langsam wieder angefangen aufzustocken. Bert, vielen Dank für den Ausblick. Ein Zeitpunkt, die Chancen wieder in den Blick zu nehmen. Das ist, glaube ich, in bewegten Zeiten ein positives Fazit. Nach dem 4. Quartal sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen schlauer, ob die Notenbanken einen Etappensieg im Kampf gegen die Inflation gewinnen können. Bis dahin, vielen Dank für Ihr Interesse.